Und ich würde dann gleich weitergeben, mein Mikrofon, an Herrn Ulrich Schotte vom Zentralen Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr in Kiel-Kronshagen. Und er wird uns etwas erzählen zum Nachweis von Hepatitis-E-Virus bei Wildtieren auf 6 verschiedenen Truppenübungsplätzen der Bundeswehr. Bitte schön. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier diese jetzt endlich fertiggestellte und ausgewertete Studie vorstellen kann. Sie sehen an der Zahl der Co-Autoren, dass da eine ganze Menge Menschen daran mitgearbeitet haben. Bis hin zur Humanmedizin. Herr Wenzel haben Sie ja gerade schon gesehen. Auch mit seinem Team hat er uns da unterstützt. Was möchte ich Ihnen jetzt in den folgenden Minuten vorstellen? Ja, einmal kurz eine Einleitung. Warum interessiert sich die Bundeswehr überhaupt für die Hepatitis E und wie sind wir dazu gekommen? Kurz den Studienaufbau, die Methoden darstellen mit den entsprechenden Einflussfaktoren, die wir haben zeigen können. In der Literatur gibt es eine ganze Menge verschiedener Einflussfaktoren. Was das Vorkommen in der Wildtierpopulation oder im Schwein anbetrifft. Ja, ein paar Daten zur Genotypisierung und das Ganze dann im Anschluss zusammenfassen. Kurzer Ausblick, das sind die Dienststellen, wo Veterinäre bei der Bundeswehr tätig sind. Den einen oder anderen mag das erstaunen und ich selber, ich sitze hier oben in Kiel und wir im Zentralen Institut in Kiel versorgen mit unserer Außenstelle in Berlin den Norden und den Osten, also die Bundeswehrdienststellen dort. Wir haben 4 Regionen, wo wir dann unsere quasi Veterinärämter haben. Der eine oder andere hat im Zuge der Schweinepest hier jetzt auch schon mit unseren Überwachungsstellen Kontakt gehabt. Und im Süden haben wir unser Schwesterinstitut, die mit ihrer Außenstelle in Koblenz den Westen versorgen, quasi wie ein Landeslabor. Was machen wir? Letzten Endes das, was im öffentlichen Veterinärwesen viele andere zivile Dienststellen hier auch tun, ob es die klassische Lebensmitteluntersuchung ist, Überwachung in unseren Truppenkücheneinrichtungen, aber auch im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung. Wir haben auch echte Tierärzte, wie ich das gerne sage. Es soll bitte nicht despektierlich klingen, also was unsere Tragtiere anbetrifft und auch unsere Diensthunde. Ja, das sind Dinge, die tun wir hier bei uns zu Hause für unsere Dienststellen hier, allerdings genauso auch im Einsatz, wie Sie hier sehen, das ist jetzt in Masai Sharif aufgenommen. Wenn wir über Labordiagnostik bei uns reden, ganz klassisch, wir reden über Lebensmitteluntersuchungen bis hin zu infektiologischen und Proben natürlich auch. Eine Besonderheit ist, dass wir die gesamte Trinkwasseruntersuchung, auch Badewasseruntersuchung in der Bundeswehr auch in der Veterinärmedizin durchführen. Umgebungsproben haben wir gerade schon im Zusammenhang mit der Hepatitis E gehört. Wir sind über die Noroviren dazu gekommen, auch erfolgreich eingesetzt im Rahmen von Ausbrüchen. Und ich selbst komme eigentlich aus dem Bereich der Tiergesundheit. Das ist so mein Bereich, wo wir arbeiten. Und das ist eigentlich so unser aktueller Schwerpunkt, wie sich der eine oder andere vorstellen kann. Sie sehen hier einige Truppenübungsplätze, den werden wir weiterhin gleich noch sehen. Einmal die Oberlausitz, aber auch hier mit Herzberg benannt Holzdorf. Da kommen wir jetzt im Folgenden auch noch zu. Hier ist noch Storkow dabei. Ja, das ist letztendlich das Probenaufkommen, was wir schon seit 10 Jahren mindestens haben, auf das wir zurückgreifen können und waren insofern froh, dass wir im Rahmen eines durch die Bundeswehr finanzierten Projektes, ursprünglich mit der Stiftung Tierärztliche Hochschule, dem BFR, gemeinsam, dass wir dort mit einsteigen durften und uns beteiligen konnten, dass wir quasi das, was wir im Rahmen des Schweinepestmonitorings, nicht aus Ausbruchsgebieten, 10 Jahre her, wie gesagt, ist noch vor ASP, dass wir auf diese Proben zurückgreifen konnten. Letztendlich wurden EDTA-Blut wurde genommen und verschiedene Organproben, Leber, Niere, Milz, aber auch Muskulatur, weil uns natürlich immer wieder auch das Lebensmittel interessiert hat. In einer initialen, ja gut, das Hepatitis-E-Virus, will jetzt nicht zu sehr in die Virologie gehen, aber es ist ein unbehülltes, relativ kleines Virus. Das wäre jetzt der Ausblick in die aktuelle Taxonomie. Sehen Sie es mir nach, wenn ich weiterhin von Genotyp 1, 2 und 3 rede. Hier oben da sind im Schwerpunkt die humanpathogenen Stämme interessant und das ist auch das, was natürlich uns als Bundeswehr interessiert, ungeachtet dem Interesse für die Tiergesundheit. Es gibt 3 Punkte, wo es für uns interessant wird. Das eine ist in der Hauptsache Genotyp 1 und 2 basierte Ausbrüche, natürlich trinkwasserbasierte Ausbrüche, insbesondere auch in Flüchtlingscamps, Situationen, in die wir immer mal wieder kommen können, auch wenn wir uns außerhalb unseres Landes bewegen, die also teilweise zu erheblichen Fallzahlen führen können. Ein zweiter Punkt ist natürlich, und das geht dann auch so ein bisschen einher mit unserem Einstieg in diese Studie, dass eben auch mit Blick auf das Wildschwein gesagt wurde, ja, das Wildschwein kann Hepatitis E tragen. Und es ist natürlich für uns dann auch die Frage ist es einmal aus lebensmittelhygienischer Sicht von Interesse oder gibt es noch weitere Punkte? Frage Lebensmittel, das ist also dann ein erster Teil, den wir dann schon publiziert hatten, wo wir dann letztendlich zeigen konnten, nicht nur, dass vom Wildschwein auf andere Wildwiederkäuer das Virus überspringen kann, sondern dass insbesondere das Virus auch im Lebensmittel präsent ist, nicht nur in der Leber, sondern auch in der Muskulatur. Und wenn man bei einem kleineren Teil, haben wir das mal gegenübergestellt, dass etwa 3/4 der Tiere, die in der Leber viruspositiv sind, auch in der Muskulatur viruspositiv sind.
Das heißt, wir reden jetzt also nicht nur davon, dann isst du halt keine Leber und alles ist gut, sondern man muss eher davon ausgehen, dass das Tier, wenn es denn positiv ist, auch viele andere Organe letztendlich mit positiv sind. Ein dritter Aspekt, manche Soldaten mögen auch die Umgebung sehr intensiv, vielleicht nicht so intensiv wie der Kamerad hier rechts oben. Wir haben das bei einer nicht repräsentativen, aber bei einer kleineren Zahl von Tieren auch zeigen können, dass das Virus auch fäkal ausgeschieden wird, was jetzt nicht überraschend ist, wenn es in der Hauptsache die Leber infiziert. Sodass hier sicherlich nicht auszuschließen ist, dass es auch im Einzelfall auch nicht nur zu nicht lebensmittelübertragbaren Erkrankungen, sondern auch auf anderen Wegen es zu einer Infektion kommen kann und dürfte. Sodass wir da letztendlich bei 3 Punkten sind, wo dann auch der Dienst ja gesagt hat, naja, wie sieht das denn bei uns auf den Übungsplätzen aus? Sodass wir dann, nachdem wir diese ersten Daten zeigen konnten, uns dann ja, mit der Medizin in Regensburg, wir uns dann auch noch zusammengetan haben, die also uns freundlicherweise da unterstützt haben, dass wir das Monitoring dann ausgeweitet haben, die Studie. Und da ging es insbesondere dann auch um die Frage der genetischen Charakterisierung, sprich, ist das, was beim Schwarzwild vorkommt, ist das ein eigener Infektionszyklus, das kennen wir bei der Ojetzkischen Krankheit, oder ist es wirklich etwas, was ein Zoonosepotenzial hat? Das sind jetzt so die Zahlen, wir haben also über 3.500 Tiere untersucht in den 4 Jahren. Die 3 Plätze hier unten, Storkow, Holzdorf, Lausitz, haben Sie gerade in der ASP-Übersicht schon gesehen, damals waren sie alle noch frei, von der ASP zumindest. Wir waren die letzten 3 Jahre der Studie, ab 2014, 15 dabei. Die 3 Plätze hier oben im Norden, Bergen, Putlos und Jägerbrück, seit Anfang der Studie dabei gewesen. Die Zahlen, die ich gerade gezeigt hatte, beziehen sich zunächst einmal auf Jägerbrück, wo wir auch die ersten Nachweise hatten. Ja, Sie sehen auch hier an der Charakterisierung sind sehr unterschiedliche Übungsplätze, unterschiedlich groß, mit einer unterschiedlichen Habitaten, was die Waldfläche anbetrifft, und auch unterschiedliche Dominanz der verschiedenen Wildwiederkäuerarten. Also ein recht heterogenes Bild. Methodisch will ich gar nicht weiter ins Detail gehen. Wichtig, denke ich, ist es einmal die sicherlich vielen, die mit Hepatitis E bekannte PCR nach J-Tecumar, die sehr viele Genotypen sehr breit abdeckt, weil wir wollten nicht, dass uns was durchrutscht, wir wussten nicht, was uns erwartet. Und genauso von der Serologie her, die ich in einzelnen Schlaglichtern beleuchten werde, haben wir auch einen Multispezies-ELISA eingesetzt. Die Sequenzierung, das ist der Teil, wo ich dann am Ende des Vortrags noch drauf kommen werde. Wir haben uns in der Hauptsache konzentriert, 2 verschiedene Assays eingesetzt. Einmal den hier aus dem Hause kommenden Assay von Reimer-Jone, wo auch diese Zahlen herkommen. Wir wussten, es gibt also verschiedene unterschiedliche Subgenotypen, die sicherlich nicht mehr den neuen Referenztypen entsprechen dürften. Das nur als Beispiel bitte gezeigt. Haben parallel dazu noch das Methyltransferase-Gen letztendlich auch bei einer Sanger-Sequenzierung Teil davon sequenziert. Wir hatten, ich glaube, bis auf einen einzigen Fall auch letztendlich dann aber auch eine komplette Übereinstimmung, was den Subgenotypen anbetrifft. Was haben wir jetzt zunächst mal einfach was vom Vorkommen her zeigen können? Das Ganze unterlegt auch mit Biostatistik hier aus dem Hause, die haben uns da unterstützt, in der Hauptsache auf die Schwarzwild allerdings bezogen, weil da die Fallzahlen ausgereiht haben, dass wir da auch eine Auswertung durchführen konnten. Dass wir also einmal einen Anstieg in der Nachweisrate beim Hepatitis-E-Virus hatten, dass die Antikörpernachweise pendelten sich dann im Verlauf der Studie ein. Das Ganze war dann letzten Endes auch in der Multivariatenanalyse noch signifikant. Genauso ein weiterer Ansatz, auch das, was man aus der Literatur findet, eine Saisonalität. Wir konnten also, insofern gaben die Zahlen es zumindest her, dass wir im Januar eine höhere Nachweisrate hatten als noch zu Beginn der Phase. Wir sind also Schwerpunkt immer im Oktober bis Januar unterwegs gewesen im Zuge der großen Drückjachten. Hier muss man einschränkend natürlich dazu sagen, dass weitere Plätze während der Studie hinzukamen mit positiven Nachweisen, sodass es dadurch sicherlich auch eine gewisse Verzerrung gibt. Ob das also jetzt repräsentativ ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Eine Sache, wir haben keine geschlechtsspezifischen Unterschiede feststellen können. Was wir aber haben feststellen können, dass gerade die Jungtiere in deutlich höherem Maße viruspositiv waren als alle anderen Altersgruppen. Letzten Endes auch die Antikörpernachweise mit zunehmendem Alter anstiegen. Das ist jetzt für eine Virusinfektion erstmal nicht überraschend. Was ich ganz interessant finde, ist, dass letzten Endes fast 40% der viruspositiven Tiere auch Antikörper hatten. Das ist immer die Frage, wird also wirklich, kommen die Antikörper, wird das Virus eliminiert und wir sind wieder durch. Das ist also offenbar beim Schwarzwild zumindest nicht so, denn auch 20% der serologisch positiven Tiere waren dann immer noch viruspositiv. Wenn man sich das Ganze jetzt regional ansieht, fällt dann doch auf, dass wir 2 Regionen hatten, einmal Storkow und einmal Jägerbrück, wo wir doch deutlich höhere Nachweisraten hatten. Sie sehen jetzt hier gerade die schwarzen Balken beim Schwarzwild, dass wir aber letzten Endes auch immer, ich sag mal, den Ersteintrag, wo wir ihn zeigen konnten, einmal hier in Holzdorf oder auch in Bergen, dass wir letzten Endes der Saison drauf dann einen sprunghaften Anstieg hatten, also offenbar eine hohe
Akzeptanz, sage ich jetzt mal, das Virus ist, also hat sich sehr schnell, sehr gut verbreitet, sehr effizient verbreitet in der Schwarzwildpopulation. Und darüber hinaus 1 bis 2 Jahre nach Ersteintrag in die Population, dass dann auch Wildwiederkäuer zunehmend dazu kamen und das relativ breit, insbesondere Rehwild und Rotwild, in Einzelfällen auch Dammwild. Bei der Sequenzierung, die Daten, die ich Ihnen jetzt zeige, beziehen sich auf das RDRP-Gen, was sich letztendlich als sensitiver dargestellt hat. Methyltransferase werde ich nicht im Weiteren darstellen. Die Genotypisierung, die ich Ihnen jetzt zeige, basiert dann auf den aktuellen Referenzstammpanel, nicht das, was ich gerade beispielgebend noch gezeigt hatte, mit den Parametern, die hier gezeigt wurden. Was insofern schon mal sehr interessant war, wir hatten also jetzt letztens 4 Plätze, wo wir vermehrt Hepatitis E-Virus-Sequenzen auch auswertbar hatten, dass wir je nach Region letzten Endes auf 3 Plätzen zumindest dominante Subgenotypen haben feststellen können. Einzelne Einträge, wie Sie das hier sehen, zum Beispiel in Jägerbrück oder jetzt auch hier in Storkow, haben sich letzten Endes nicht durchsetzen können, sondern es blieb letzten Endes bei einem Genotyp vor Ort. Interessant hier insofern noch die Oberlausitz, die hier im Moment sowieso durch die ASP betroffen ist. Auch da haben wir dann, auch in dem Bereich konnten wir letzten Endes zeigen, dass die Oberlausitz offenbar nicht unbedingt eine eigene stabile Schwarzwildpopulation hat, sondern aus dem Norden, aus dem Süden immer wieder Schweine auch reindrücken. Das mag der Hintergrund dafür sein, dass wir hier dann doch eher heterogenes Bild haben. Natürlich relativ geringe Zahlen. Stichwort zoonotisches Potenzial. Beim Subgenotyp 3F konnten wir dann letzten Endes durchaus zeigen, dass die Stämme, die wir beim Schwarzwild in Bergen nachgewiesen haben, aber auch in Jägerbrück, einmal regional sehr schön clustern, das heißt, wir haben also jetzt da keine großen Überschneidungen. Was wir haben, ist aber, können durchaus auch zeigen, dass wir da eine hohe Homologie auch in der Humanmedizin nachgewiesenen Stämmen haben. In blau unterlegt ist der Subgenotyp 3C. Auch hier wieder, da ist interessant, dass die Oberlausitz einfach irgendwo dazwischen ist. Also da gibt es jetzt keine regionale Clusterung, aber auch hier wieder eine hohe Übereinstimmung zu einem humanen Fall. Was letzten Endes der Subtyp 3i genauso zeigt, wobei hier haben wir schon wieder dann einen Platz des Nicht-Storkow. Das ist also der eine Typ, den wir hier unten in der Lausitz nachgewiesen haben, während die anderen Stämme hier oben in Storkow nachgewiesen wurden. Also grundsätzlich, wie gesagt, also regional. Man kann jetzt noch gegebenenfalls, wenn man möchte, noch sehen, dass man sagt von 14, 15 auf 15, 16, dass es da vielleicht sogar eine leichte Verschiebung gab, wobei, wenn ich das alles richtig im Kopf habe, wir da von relativ minimalen Veränderungen gemessen an der Länge des Amplifikates reden, das wir haben sequenzieren können. Interessant noch dazu, der Fall in Storkow, da haben wir mit Abstand die meisten Isolate gehabt. Ich habe es hier oben dann abgeschnitten. Nicht nur, dass wir auch hier durchaus auch eine gewisse Verwandtschaft zu in der Humanmedizin vorkommenden Fällen zeigen konnten, sondern eben auch letztens sehr weit verbreitet in der Schwarzwildpopulation und hier auch die Fälle, die wir dann beim Rehwild in dem Fall hatten. Beim Rotwild hatten wir auch Sequenzen, die wir zeigen konnten. Und nach allem, was zumindest mir jetzt bekannt ist, vielleicht ist das schon weiter fortgeschritten, ist das zumindest ein Subgenotyp, der jetzt so noch nicht einstufbar ist. Der hat, glaube ich, eine Ähnlichkeit zu einem italienischen Stamm, der in Italien erstmals beschrieben wurde. Wir können, glaube ich, knapp 90 Sequenzen dazu beisteuern. Also vielleicht gibt das noch mal ein bisschen Futter für die Erweiterung der Taxonomie. Dann bin ich auch schon am Ende. Möchte dahingehend insofern, Sie sehen jetzt hier links auf der Karte einfach mal diesen dann doch relativ bunten Flickenteppich. Also die Verteilung der Hepatitis E Subgenotypen folgt letzten Endes einer sehr regionalen Form, sage ich jetzt mal. Also man kann jetzt nicht sagen, wir haben jetzt grundsätzlich in der Schwarzwildpopulation dies oder das, sondern man muss dann leider Gottes wirklich in die Region gucken. Die Nachweisraten und auch die Antikörpernachweise bestätigen aus unserer Sicht, dass es sich mit dem Schwarzwild wirklich um das echte Reservoir handelt und das Wildwiederkäuer entgegen dem, was teilweise in anderen Studien gezeigt wird, zumindest für unsere Situation in Deutschland, wenn dann nur artifiziell im Rahmen solcher Spillover-Infektionen infiziert wird. Wir haben eine hohe phylogenetische Verwandtschaft innerhalb der einzelnen Regionen, dann auch über alle Tierarten, sofern wir es haben zeigen könnten. Teilweise waren die Viruslasten so gering, dass keine Sequenzierung möglich war. Natürlich auch zu humanen Stämmen, wie ich Ihnen habe zeigen können. Und letzten Endes, das Hepatitis E-Virus scheint sich also hervorragend oder sehr wohl zu fühlen in der Schwarzwildpopulation. Nach Ersteintrag haben wir dann also einen sehr sprunghaften Anstieg, der möglicherweise auch subgenotypisch ist. Andere Faktoren haben wir jetzt hier weiter nicht beleuchtet. Und den neuen Subtyp hatte ich gerade schon geschildert. Das ist das, was wir so in aller Kürze das ich in einer Kürze jetzt darstellen wollte. Wer mehr Details gerade zu den methodischen Fragen der Modellierung und Ähnlichem hat,
mag dies bitte gerne nachlesen. Das haben die Profis von der Biostatistik gemacht. Da käme ich relativ schnell an mein Ende. Da bitte ich um Nachsicht, genauso was die Sequenzanalyse anbetrifft. Und bedanke mich damit für Ihre Aufmerksamkeit.